Sind wir live? So. Wir sind live und genau 10 Sekunden vor Start. Ja. That was fun, ja, auf jeden Fall. Willkommen hier in allerletzter Sekunde zum RB18 Launch. Vielleicht, Daniel, du bist ja auch angemeldet, kannst du irgendwie noch den Titel anpassen. Da habe ich jetzt irgendeinen Scheiß reingeschrieben. Aber ja, denken wir das. Ja, für alle, die sich wundern, neben Daniel ist auch, falls man so unschwer gehört hat, meine Wenigkeit, der gute Kelly mit dabei. Genau. Und wir werden uns das neue Weltmeisterauto von Max Verstappen angucken. Richtig. Yeah, that is Indeed. right. We're going to be streaming to over 5,000 fan channels around the globe in multiple languages. Over the next 30 minutes, we're going to be welcoming in Christian Horner, Sergio Perez, and of course, the reigning F1 world champion Max Verstappen to look ahead to the next year of racing. Now, 2021 was an incredible season. The final race had everything. And after a nail-biting 58 laps, we saw Max bring home the Auto zu driver's zeigen, ja, warum auch trophy. nicht? Now, it's time to do it again as we step into a new era of F1, our 18th season on the grid. Yeah, last season Red Bull Racing pulled out all the stops to win the World Championship, but we couldn't have done it. 2004 sind die reingekommen, ja, ist richtig. Jo. Oder 2004, 2005 sind sie doch, glaube ich. 5, ja, dementsprechend 18 ist die 18. Saison, so. You might even spot some hidden codes somewhere in the show, which you can then use on the paddock, the free loyalty program you'll find online to unlock unique experiences and incredible rewards that will bring you closer to Red Bull Racing than ever before. Yeah, so keep your eyes peeled for those. Make sure that you sign up to the paddock right now at redbullracing.com/the paddock to get ahead of the game with exclusive access to competitions and prizes. We also have some massive news to share, including big changes to the car and a huge announcement about the future of the team. But don't just take our word for it. No, don't. Let's hear it from the drivers. Ja, wie gesagt, nochmal, wenn man ein bisschen zugehört. Kopa, Kelly und Daniel sind da, Bernie ist nicht da. Das sind Checo und Max. Wer denkst du, Max Verstappen? Wir wissen gar nicht, wer das ist. Wer ist das daneben? Wer sind denn die? Aber Daniel, kannst du irgendwie, wenn du kurz heißt, den Titel einstellen, irgendwie... Habe ich schon. Ich habe reingeschrieben, dass RB18 F1 React, auch sowas in der Richtung. RB18 Launch React oder so. Ja, genau, habe ich reingeschrieben. Super, danke. Wie sieht Max Verstappen so unausgeschlafen aus? Der macht Werbung für den verdammten Red Bull. So, jetzt nochmal ein Rückblick auf das Jahr, auf die ganz spezielle Saison 2021, die spannender war, als wir uns jemals hätten vorstellen können. Has been about Mercedes-Benz, but as sure as you're winning in Formula One, there's a team that's hungry and motivated, structuring in a way to take that crown away from you. Und die ist hier als Narrator. Oh ja. Ach ja, die schöne, in Anführungszeichen Suzuka-Livery, die nicht in Suzuka war. Ja, Ich bin dafür, der Red Bull bleibt die ganze Saison jetzt über weiß. das wäre nett. Aber sehr wahrscheinlich. Ja, der Red Bull, ja, sagen wir so. Jede Special Livery wäre gut, aber wir wissen es, wie immer, geile Hoffnung und dann kommt Red Bull und macht, ja, den Red Bull. It's a remarkable journey. Every Grand Prix has been a stepping stone towards being in this position. We're an attacking team. We want to win. You can see that in Max. You can see that throughout the team, in our pit stops, in our strategy, in our development. That's the way we go racing. That's our Oh ja, DNA. auch sehr schöne Szene in Mexiko. Und los, alle raus! Wir haben die WM nicht am schwarzen Brett gewonnen. Ja. Und das war's. Ja, Stream vorbei. Vorbei, Ende, reicht. Back all the drama and excitement for me again. 22 races over a grueling 9 months. It is safe to say that our boys really delivered. Oh yes, and now we get to do it all again. New circuits, new regulations, and of course, a brand new car. I'm like a kid in a candy store. We cannot wait, can we? I know, so Ich exciting. weiß gar nicht mehr But before we auswendig, take a welche neu peek sind. at Wenn the überhaupt was neu ist. RB18, we wanted to get you, the fans, to have your Überhaupt keine say. neuen Strecken. Now, Fake we have News. thousands of messages of Fake support for the news. upcoming season. Nee, and doch, thought, Miami. what better way to bring the Ja. car to Die life stehen auch than an, through your richtig. words. Miami ist neu. So eine neue Strecke, soweit ich weiß. Kommt hin, ja.
schon mal von der Form auch sehr interessant aus. Was man ja bis jetzt dann erkennen kann. Was solches? Checo Campeón del Mundo, ja genau. Checo wird Weltmeister. Oh, passt doch. Ist das jetzt ein Screen oder was wird das, wenn es fertig ist? Das ist halt Red Bull, wie man Marketing-Stuff macht. Denn sie vermarkten im Prinzip nur Testosteron. Richtig. Null. Ja gut, stimmt, okay. Nicht unbedingt unerwartet. Das war's. Oben die ganz normale Red Bull. Ja, Oracle Red Bull Racing. Red Bull Racing. Oracle's noch Hauptsponsor. Oh, you big tease. I don't quite know what I saw there, but it looked very cool. One thing I definitely couldn't miss was that new logo. Schon sehr nach normalem Red Bull aus. Man hat ja auch wieder diese Farben gesehen mit dem roten, dem gelben und diesem dunkelblauen. It's the same thing! Sieht man schon im Discord. Bei Discord soll schon im YouTube-Chat. Explain to the fans what this means for them. Well, this is Oracle stepping up to become title partner, so it'll become Oracle Red Bull Racing, which is tremendously exciting because we get to utilize the suite of tools and specialist services that Oracle have. They're going to help us trackside. It's going to help us, with our fan engagement program. It's going to help us, with all aspects of what we do, and of course the new powertrains, business as well. So we're delighted with this partnership and really excited for what it brings, particularly for the fans and the experience we'll be able to offer. Exactly. Ariel, so thanks for joining us, first of all. Absolutely. You were a partner last year in 2021. This year you're a Die ganze Elektronik ist jetzt von Java programmiert. We've had a tremendous experience with the team over the past year, and what we were really focused on is aber bloß kein Fehler in die Programmierung machen, sonst funktioniert nichts mehr. All the ways that a Formula One team oh, hups, da hat sich noch ein Slash eingeschlichen. Ja, ups, da habe ich jetzt aus den Kommentaren gemacht, statt die Methode zu schreiben. Tja, jetzt steht Hallo, Fahrzeug abgestürzt. Hallo, ich habe gedacht, jedes Team macht auf JavaScript ihre ganzen Sachen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Java und JavaScript. Weil ich den Hintergrund gerade relativ nice fand, wenn ihr ihn gesehen habt. Okay, kurzer Lag. Da hatte man im Prinzip die Red Bull aus den letzten Jahren. Ja. Und da siehst du sie. Ganz schön im Hintergrund. Ist auch ganz toll gemacht. Das hatte ich zum Beispiel am Hockenheimring zum Beispiel. Da waren es zwar nicht die ganzen Red Bull, sondern diverse Mercedes aus verschiedenen Generationen. Sieht halt immer stark aus, wenn du die auf 3 Etagen begutachten kannst. Hey, guck mal, dasselbe Auto und dasselbe Auto und dasselbe Auto. Oh, eins Bernie, wunderschön. Hallo, business, but also for our fans to be able to provide, a better platform, a better experience. It's going to be, fantastic for us and something we're really looking forward to. Wonderful. And Ariel, so how is this going to affect the fans in the paddock with the Red Bull digital loyalty program? How is it going to enhance their experience this season? Yeah, this paddock experience is great, and I highly encourage those of you who haven't signed up already to go check it out, because it's a great place to be able to get really unique content, gear, and experiences, and we're going to be adding more and more personalization and some special things that you're just going to have to check out to see. Ariel, thank you for joining us in the unveiling. Wir können uns noch ein bisschen Ich habe gedacht, du möchtest dich jetzt bei der Paddock registrieren. Bei The Package. Ja, gebt uns eure Daten. Jawohl. Dann ihr Geld. Yes. Christian. The team had an unbelievably intense, full-on season in 2021. First of all, have you recovered? Hier und die Leute schon keine Geduld mehr. Show us a bloody car! So intense from the first race all the way through you to that final in Abu Dhabi. In many ways, it seems like only yesterday, but in Was? others, Ich wusste gar nicht, dass... Yeah, it's come around fast. How are you going to top that in 2022? Ich wusste gar nicht, dass Österreicher hier im Ding sind und drauf warten. All-time great years. I mean, I can't remember a year like that in Formula One. Günther, bist du's? So close between the two drivers from the very first race to the very last. Nee, es ist Toto. The challenge fucking is now to build on show that. the Now we have car. that number one on the I'm car gonna is to fuck keep smash it on your the car door. and defend that title, Richtig. with Max, which
with a brand new set of regulations is going to be, incredibly difficult. We've got massive, competition out there, but motivation is sky high, and we're riding on the crest of a wave from last year. Yeah. So what can you pinpoint from last season? You've got 1 or 2 things that you can pinpoint that you're going to take into 2022. You can always learn. You're always improving. You can always learn from previous experience. But of course, with a complete new set of regulations, it's going to be all about the development. How quickly, the teams get on top of this set of new regulations. Der war bei Jaguar Teamchef. The biggest regulation change for probably 30 genau, to 40 years in Formula 1. So development's going to be thick and fast. And of course, with the cost cap, it's got to be efficient. So you've kind of like taken the destiny in your own hands in a way by now controlling like the engineering in the same place at Ready to What are your Daniel muss sagen, ich weiß nicht, ob es eine Übertragung über deine Kamera, Kelly. Also kannst du mal bei Daniel schauen, die ist irgendwie voll verpixelt. Na, meine ist so pixelt, keine Ahnung. Frag mich nicht warum, war vorhin schon so egal, was ich einstelle. Meine oder Daniel? Nee, Daniel. Meine. I don't know. Das ist eine HD-Kamera, also frag mich nicht. Vielleicht Verbindung schau mal bei Discord, wie bei Daniel ist bei dir auch verpixelt. Also ich kann halt sagen, dass der Hintergrund für unscharf ist, das ist ja, das habe ich mal aus Test eingestellt. Ja, ansonsten so ein bisschen überhalb, ja, das stimmt. Der ist ein bisschen, also die wirken ein bisschen im Vergleich zu anderen ein bisschen unscharf, aber sonst geht's eigentlich. Zum Beispiel, wenn ich ja, ich habe ein bisschen zu spät mit der Vorbereitung begonnen. Aber die Sache ist, wenn ich jetzt mal die Facecam von Katie und von Daniel vergleiche, ist halt Katie's Face kann ich in HD sehen und Daniel so 480p mäßig so. Einstellung könnte Einstellung von der Webcam irgendwo sein, maybe. Ich weiß es aber auch nicht. Kann auch sein von dem Filter. Ich schätze mal, dass es ein Filter ist, der da... Ja, es ist ein Discord-Filter, den ich mal auswählen wollte, weil der Hintergrund echt unordentlich ist. Aber daran liegt es nicht, weil ich es vorher mal ohne ausgewählt habe. Keine Ahnung. Ich kann mir einfach vorstellen, dass Discord da rum ein bisschen mäkelt. Vielleicht versuch mal den Filter rauszunehmen. Vielleicht wie kannst du rausfinden, ob es daran liegt. How's their bond grown over the season? Checo obviously had a fantastic season. Nee, siehst ja, macht absolut nichts. As a partnership. Well, they grew throughout last year, and you saw the culmination of that in the team. Es ist auch nicht so schlecht. Ich glaube eher, dass Discord ein bisschen rumhakelt. Winning that race in Azerbaijan. Hat Christian schon irgendwas Interessantes erzählt? Während wir hier ein bisschen Smalltalk betreiben. Nee. 2022 and for Max, I mean, he was just phenomenal last year. Ja, Max hat ein tolles Jahr gehabt. Outstanding season for him. Ja, die reden halt gerade die ganze Zeit über die letzte Saison und darüber, wie toll der neue Hauptsponsor ist und was weiß ich. Deswegen habe ich auch gerade kein Problem, über Daniel Zipkin zu reden. Falls ihr JavaScript beherrscht, könnt ihr bei Red Bull einsteigen, ein bisschen den Motor oder wahlweise die Elektronik programmieren. Ja, aber es ist nicht JavaScript. Und die im Chat denken sich sowas. Oder wenn das irgendwann gucken, seid ihr, was für eine Race working and supporting each other to see the strength and depth that we obwohl have. sie den Namen teilen, hat Java nichts mit JavaScript zu tun. Das glaube ich auch nicht mal von derselben Firma. The car the way that we did. Stimmt. And to deal with the challenges that we faced last year is really ich lerne ja jetzt programmieren, deswegen muss ich sowas wissen. We go into 2022 in great shape and are looking forward to the season. JavaScript angefangen, damals angefangen, was gemacht. Oh mein Gott, dasselbe Auto nochmal und los! Oh my fucking god, best of luck, Checo. Fire it up, because you won. I don't fucking know. Jetzt haben wir, weißt du, stell euch vor, es wäre... Aber stell euch was vor, es wäre wirklich eine interaktive Livery, die die ganze Zeit so Tweets anzeigen würde oder so. Das wäre episch. Das wäre witzig. Während das Auto rumfährt. Aber natürlich geht das noch nicht, ne? Natürlich ist das aufgrund von datenschutzrechtlichen Gründen leider nicht möglich. Es wird alles öffentlich auf Twitter gepostet, also who cares? Ja, Mann, ich will die Dauerpost-Livery haben. Aber wie gesagt, man kann ja schon die Form des Autos relativ erkennen. Das finde ich auch, wie gesagt, immer wirklich sehr interessant, wie sich das Auto jetzt zum letzten Jahr entwickelt hat. Die Form des Sidepods. Red Bull. Da sieht man zum Beispiel hier die Seitenplatinen des Frontflügels sind sehr hoch. Der wirkt von der, gut, können wir jetzt natürlich nicht ausmachen, aber der wirkt halt sehr bläulich im Gegensatz zu den anderen. Aber das ist halt immer schwer. Das wäre auch eine interessante Idee, wenn wir ihn wirklich blau machen würden. Lass mal die Fahrer bringen. Gents, hello. Hello, lads. Start with you, congratulations. How does it feel to be starting this season as the reigning champion?
Feels pretty shit. Not really. No. I'm looking forward to get back in the car and start driving. Richtig, ich hab nur Bock auf Autofahren und andere Leute raus. Good time off and recharge to go driving again. Kann sagen, dass ich definitiv von Discord, weil in der Vorschau bin ich nämlich nicht verpixelt. Of course, Azerbaijan, huge highlight for you. How would you sum up your first year with the team? So die Verbindung mit Discord, stimmt da irgendwas nicht? Ja, Gigakubica. Gigakubica doesn't exist, he's not real. Gigakubica. Hello, Polska. Yeah, amazing. You said you've had a bit of time. It has been quite a short amount of time to recharge the batteries for both of you. How are you feeling then going into 2022? Well, you know, a lot is unknown about the car. Haben wir nach unten schon den neuen Wagen gesehen mit den kleineren Reifen? Also ein Teil davon. Ich habe es sofort erkannt wegen den Pirelli-Reifen, dass das die dünnen Reifen waren. Ich finde nochmal gleich den Kamerawinkel. Yeah, I was going to say, well, we'll get to that in a second. Checker, how about you? Hier, da, direkt, der Unter. Das ist unter, habt ihr das gesehen? Wir haben das da. Hast recht. Wir fahren mit der 1 und der Doppel-1. Ja, da jetzt schön die alten Zeit zurückbringen. Erst 1, Checklist 2. Das ist ja auch cool. Würde ich ja lustig finden. Aber ja, das Auto sieht genau gleich aus von der Livery, also. Aber es würde mich auch wundern, wenn irgendein Team das komplett. Ich glaube, Ferrari wird eine andere machen. Aber sonst weiß ich, mir fallen nicht viele Teams ein. In diesem dunklen Rot, was halt. Das sah halt echt gut aus. Das war geil. Genau, zum Mugello, dem Grand Prix zum 1000. Ich glaube halt so, McLaren wird es nicht ändern, Alpine wird es glaube ich auch nicht ändern. Das sah geil aus, also die brauchen auch nicht viel. Nope. Ansonsten, wenn wir durchgehen, Haas, ja, Haas in dem Sinne. Williams könnte wieder eine halbe Colgate-Tube werden, je nach Sponsor. Alpha wird sich, glaube ich, auch nicht allzu viel ändern. Ja, es war auch die letzten Jahre komplett gleich. Alpine könnte interessant werden. Aston auf jeden Fall. Kann ich mir ganz... Je nachdem, wenn sie wirklich grün werden und nicht allzu viel Pink haben, was ja rausfällt aufgrund ohne BWT. Ja, stimmt. Das wird sich ja auch noch leicht ändern, richtig. Ja, und die anderen 4 in dem Sinne, ja. Mercedes, geht bitte zum Silber zurück! Ja. Aber nein, wir haben ja Himmelblack. Ja. Die Message! Solange Himmel im Team ist, wird es jetzt für immer Black bleiben. Ich will auch die Silberpfeile zurück. I appreciate the message. Die war auch wichtig, aber für ein Jahr wäre das eigentlich auch gut gewesen. So. Aber das Auto silber machen und die Mercedes-Sterne dementsprechend in so ein schwarzes faden. Quasi wie das alte, die 2020er Livery war es ja. Das würde ich dann noch hinnehmen. So focused on what you do as you're racing, do you ever get a chance to look out the cockpit and look around at the flags and the banners and things like that? Because we have seen you driving one-handed through turns. Nein. Yeah, I mean, you do pick up things. I mean, in a qualifying lap, you know, naturally a little bit less because you have to focus a bit more. But like during a race, it also depends if you're a bit on your own. You know, there are a few more distractions and you can look around a bit. But if you're a bit more under pressure, naturally not as much. And how special is it at the end of the race then to say be the race winner and to go around and just see the fans going crazy? Yeah, that's a very special feeling, you know, to be able to see your fans, the support you're getting at track, the atmosphere, you know, you feel it a bit more. Yeah. Right. What's your perfect track? What makes a good track for Max Verstappen? Fast corners. Yeah. Gas geben, Gas. And a contract comes to life. You know, low speed corners, any car can do that quite well, but the fast corners, that's really where, you know, the high downforce cars stand out. Er hat so dicke Lippen, muss man einfach nur sagen, der Max. And finally, then final question. Oh, hat man Fisch werden wollen. Wirklich ein Fisch mal. To good racing, you know. These new regulations are set. Eine Minute! For us as drivers, we are able to compete more during the race, to be able to follow each other a lot closely.
and for the fans, you know. Ihr merkt, wir sind sehr begeistert und hören gespannt auf alles zu, was die Leute labern. Wir sind nicht nur da, nur um das Auto zu sehen. Ihr könnt den Countdown übrigens nicht sehen, weil Copa gerade im Bild ist. Es sind genau jetzt noch 30 Sekunden bei mir. Oh mein Gott. Und ich bin ein bisschen vor. Ihr dürft nicht vergessen, sponsored bei Tech Heuer. Richtig. Natürlich, ich meine, es ist Red Bull. Die haben, also ist Tech Heuer drin. Das ist ja nicht die Formel 1, die muss sich ja absetzen und nobel und speziell sein und Rolex als Sponsor. Ja, Rolex, Tech Heuer, Und direkt schon. Nein, so als hätten wir es getimed. So als hätten wir es getimed. Wir sind auch mit Teil des Teams. Wir dürfen uns anschnallen und ihm das Auto angucken. Genau. So Leute, es geht ja nicht los. Mein Geld morgen, Red Bull. Ja, nee, wir kriegen unser Geld da nicht, wissen wir. Ich bin dafür, die Delivery bleibt jetzt so. Ja. So, halt den Bildschirm an, stop the count, lass Delivery so. Ja, das war's. Oh mein Gott. Oh, wird das Ding ja nicht revealed. Aber wir haben Glück, spenne ich das, können wir den Gewinn von der Werbung durch 3 teilen. So. Die Präsentation als solches. Genau, so, Nummer 3. Wo ist die Nummer 1? Ja, die wird sich ändern, die wird sich gleich ändern. Genau, die wird sich ändern. So, und? Der 1. Wusch, Nummer 11 und wusch, Nummer 1. Da haben wir ihn. Hey, guck mal, es ist dasselbe Auto. Es ist halt echt dasselbe Auto. Aber es ist komplett anders. Es ist dasselbe Auto. Oracle. Nee, schau mal, da steht jetzt Oracle da nicht. Oh mein Gott, es ist dasselbe Auto, aber gut. Es ist Red Bull, da brauchst du nicht viel dran ändern, aber er ist halt jetzt einfach total schwarz. Sie wollen sich ja vom Alpha Tauri absetzen. Ja, nice, wie gesagt, diese Red Bull Alpha Tauri direkt delivern und los. I mean, the first thing I've got to say though, Max, can't help but notice the number 1 on the front. What was the thinking behind that this season? Hä? Was ist das für eine Frage? Looks better than 33. Ach, echt? Ja, ein sieht besser aus, ja, hat er recht. It's certainly a different beast, isn't it? It's, you know, this year, the cars for 22, they're going through some of the biggest changes in recent years. So much different to certainly the Red Bull soapbox karts that we normally commentate on, but the other cars, the other classics behind us. Can we take a closer look? Yeah, sure. Come on then. Come on, let's get down there. It won't bite, will it? Get in there. Right then, Christian, talk us through some of the biggest changes. Well, the biggest change obviously is from a regulatory point of view. The car is a lot cleaner. There's not all the added bits that were on last year's car. Ja, aber wir haben neben dem Flügel noch extra ein Aero-Bit dran gemacht. Und den Unterboden voller Aerodynamikteile. Und an den Reifen sind Aerodynamikteile. Aber definitiv weniger als letztes Jahr. Over to you. How long does it take to get used to a new car? Is it easy to kind of transfer your skills, or does it take a while? Well, no, I think it takes a bit of a while until you are 100% with it. I think, you know, we have a massive change of regulations with the tires as well. They're going to be different. The racing, you know, apparently we're going to be able to follow it closely. So there's a lot of things that we as so definitely very interesting these new regulations. Christian, with all the new changes, it must be hard to kind of predict how the car's going to react really. So, jetzt machen sie bitte nur noch dementsprechend nicht Slicks, sondern machen eine Offroad-Reifen drauf und fahren Rallye-Rennen in den Wagen. Schön, dass gerade nicht weggucken, was sie erstmal Wheel-Cover-Daumen runter. The car's not going to look very much like this, and I think the evolution will be very quick as we progress through the season. Max, how have you been finding this car or the new car in the simulator? Has it been a lot of difference from last year? Bremsbelüftung dann, wenn der komplette Cover I haven't really driven it too much, but yeah, for me actually the biggest thing is just the view in the cockpit with these big tires. Like to hit an apex in some tight corners is a bit more difficult. The driving, I mean, it just feels like the car has a bit less grip, but you will get used to that. That's why we have the practice days. You can get used to the sliding and locking and stuff like that. But I think, you know, it should be fine. Just getting a bit more used to the view in the cockpit. So it literally aber der ganze Flügel. Your view to the higher tires. Ja, natürlich, der ganze wird ein Stückchen zurückgeklappt. Of course, you know, der Flügel wird abgeschraubt, damit wir mehr Topspeed auf der Gerade so er braucht schon Kurve, er braucht schon Kurve, die Kurvenmanövrierfähigkeit. You've not had a great deal of time, have you? Na gut, aber das Ding, dass das Ding wieder Bodenhaftung hat, war irgendwie abzusehen.
how expectant, like how excited are you going in to this new season? Well, look, it's always exciting to go racing again. I mean, 2021 was such a massive year for us, but it's been flat out ever since, with this new car. And it's always exciting the start of a new season to see, where do we fare compared to our, competitors. Have you missed these guys a bit? No. It seems like only yesterday since I last saw them, but hopefully they've sobered up after I think the end of last year and a good Christmas and New Year. So they're looking fit and strong, so that's important. Raring to go. All right, fantastic. Look like a bunch of now, fucking for all of bankers. you watching at home, you have the chance to find out even more about the new RB18 car as we get even deeper into finding out what this season's car is all about. Yes, but before all of that, on behalf of all of us, I think it's only right to say a huge thank you to you guys for joining us, Max and Checo. And again, I think I speak on behalf of everybody. We're really looking forward to seeing you guys put down some Aber das waren wichtige Infos. Ja. Neuer Sponsor, Deal und so, das war schon wichtig. Ich glaube, das meiste haben wir auch überredet dann. Ich finde es halt auch interessant, wie anscheinend vorne die Radkampf sind, hinten aber nicht. Also, oder ich kann es von dahin nicht erkennen, aber... Christian, Formula One, of course, is known for its very loyal fans that travel the world supporting the team. And I think after the drama of last year, the sport will have seduced a load of new fans in. What significant rule changes have come in that will affect the car and the performance of the car? Well, it's the biggest rule change that we've seen in the last 30 years. So everything about the chassis has changed for this year. So the purpose of the change in the design is to allow the cars to follow each other more closely and to create better overtaking opportunities, to create closer wheel-to-wheel racing. Now, we saw plenty of that last year, so if we get that even closer through these regulations this year, it's going to be an epic season. It's going to be exciting, isn't it? So the FIA, they decide the changes, and then every team has the same template to start, and then you can kind of work your magic through the season. How do you do that and still stay within the regulations? Well, the FIA is the regulator. They come up with a massive rule book. They consult the teams whilst creating that rule book. You've got technical regulations, you've got sporting regulations, and now we've got financial regulations. And of course, once you've got those technical regulations, basically it gives you a bunch of parameters you can work within. And the creative guys, the design team then look about, okay, how can we optimize the shape and the performance of this car within those rules? To come up with, the fastest car that we can possibly produce. Where do you start? Is it the graphics guys go first? Does everybody get super excited on what needs to be included? No, the graphics guys see it last. So the guys that are involved very early on is a concept team, and so aerodynamics is everything in Formula One. The shape and the way that the air flows over these cars is crucial to their performance. So you have an early team that starts to look at those regulations, and then as the year progresses, more and more of the core team move across onto the future car. Because it was such a big regulation change, that process had to happen a lot earlier last year. You're allowed to kind of tinker all through the season, are you? At what point do you have to stop playing, or do you never stop? Well, the car is a prototype, and basically at every race, it's evolving. It'll probably never run in the same configuration twice, so it's just constantly evolving. Now, we have to do that within a framework of the financial regulations. So we've got to be really choosy on where are we going to spend our money to develop this car this year. One of the big changes, it certainly jumps out at you, it's the bigger wheels. How do you see that affecting things, speed, or certainly the pit stops maybe? Yeah, it's definitely going to have an impact on the pit stop. The tyres and the wheels are heavier, they're more bulky. And so, having got the world record at 1.82 seconds, I don't think we're going to be challenging it in this first year with these wheels, but it's going to be about adapting and refining our techniques, and I'm pretty sure we can get close to 2 second stops. Na, die stellen wahrscheinlich noch einen Rekord auf, denke ich mal. Wie gesagt, Haas Weltmeister. Have to beef up in the gym a little bit. Definitely. Pass auf. Definitely. Get him in there. Martin wird Weltmeister, Christian, jetzt schon. thanks. Best of luck for the season ahead, of course. It's going to be a very long 8 months of racing, and we hope Daniel, wenn du 10 Euro drauf wetten würdest und das passieren würde, wärst du Milliardär oder so. Ja. Well, sadly, that is it for today. We hope that you have enjoyed the 2022 season launch. If you missed the start of the show, head to Red Bull Racing's YouTube channel to watch from the beginning, or if you missed the hidden code in the show, it's in the car reveal.
good one. What? The key word was hidden? Come on. There. Speaking of which, for more Oracle Red Bull Racing content, you can head online to the paddock. That's where Eagle-Eyed viewers can unlock all of the VIP experiences, exclusive merch, and autographed drivers' items. It's there you'll be able to watch race highlights, also brauchen wir die massigeren Männer hinten, damit die Reifen close and personal with behind-the-scenes insight throughout the season. Oh yes, all of that waiting for you over at redbullracing.com/thepaddock. I like the slash. Zeit klauen. Guckt euch dieses Auto aus allen Winkeln an. Bahrain, which is just a few weeks away. Hasn't that come around quick? Yeah. Let's keep cheering them on all the way to November. Good luck, boys. Good luck. Spaßbau, aber war in 4 Wochen ist schon wieder geht die Saison schon wieder los. Ungefähr. So, und das war der Lounge. So, soll ich jetzt irgendwo schauen? Gibt es schon auf Twitter oder sowas? Dann, dass man sich Bilder ein bisschen schon geleakt, wenn ich das gelesen habe. Ja? Kann dir direkt schicken. Okay, gut, dann öffne ich mal den Link dann und dann können wir da, die Bildschirmaufnahmen sind noch drin, können wir da ein bisschen mehr Detail, wenn ihr dazu Lust habt, über das Auto reden, weil jetzt mussten wir eher gesagt ein bisschen lauschen. Ja, hier so, Kers. So. Richtig. Hier, wenn ihr gerade meine Übertragung sehen könnt. Ja, habe ich auch. Ja, sehr schön. Ich mache auch mal Vollbildschirm, dann könnt ihr es, glaube ich, ein bisschen besser erkennen auf Discord. Genau, ja. Finde ich sehr schön. Ja. Also, schauen wir uns nochmal genauer an. Wie gesagt, also, genau, viele interessante Sachen wurden gesagt, die jetzt gesagt wurden. Wir können ja alle nacheinander mal unsere Meinung abgeben zu dem Auto. Also ich kann ja mal gerne starten, dann kann Katie und dann Daniel mal was sagen. Also ich finde, ich persönlich finde die Livery sehr schön, weil die Livery kam, soweit ich mich erinnern kann, damals 2017 dazu mit den neuen Autos. Oder 2016, 2016 war diese neue Livery. Damals von 2015 auf 2016 kam dann diese dunklere Livery mit diesem markanten Gelb und Rot da, diesen Akzenten. Seitdem hat Red Bull eigentlich jedes Jahr dieses Theme, würde ich behaupten. Und ich mag das Design, deswegen bin ich nicht so getriggert, dass es jetzt irgendwie weiter behalten wurde. Natürlich gibt es die Chance, dass man jetzt mit ganz neuen Autos auch eine ganz neue Livery machen könnte. Aber, ne, wie sagt man so schön, never change a running system. Funktioniert das auf jeden Fall. Genau, it works. Und ich finde auch, wie gesagt, also ich war mir noch am Anfang unsicher über die neue Art von Reifen. Ich persönlich finde die aber auch eigentlich ganz schön. Ich mag, wie die aussehen. Ich mag auch zum Beispiel echt diesen, wenn ihr meine Maus, könnt ihr meine Maus sehen? Diese roten Akzenten da in den Reifen, das gefällt mir auch ganz gut. Wie gesagt, dann sieht man, wie lang einfach die Nase ist und besonders wie lang die den gelben Teil hier angestrichen haben. Die hatten keine Lust hier ein bisschen weiter nach unten zu gehen. Dann, wie gesagt, genau die Akzente hier mit den, was Katie auch erwähnt hatte, mit den Flügeln da direkt an dem Reifen, was sehr interessant und markant aussieht, den weitaus ausgeprägteren Unterboden, aber auch diese Form, man sieht ja diese auch am Frontflügel, das sind einfach 3 Flaps anstatt dann irgendwie gefühlt 20 wie vorher. Es ist alles sehr simplifiziert worden, dafür aber auch sehr viel markanter irgendwie, ist schwierig zu beschreiben, es wirkt alles einfach so ein bisschen das Gegenteil halt so filigran und so. Markant, stichig, so ein bisschen fast schon dieses typisch männlich, so der Unterschied zwischen einem Tänzer und einem Schmied oder so. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, wenn ich ehrlich bin. Deswegen hole ich hier ganz komische Vergleiche raus. Ja? Aber in dem ist es simpler, ist einfach simpler gestaltet. Simpler, aber auch ein bisschen deftiger, ich weiß auch nicht, ich habe keine Ahnung. Ich finde das Wort einfach nicht. Ungefähr. Genau. Mir fällt jetzt aber auch kein passendes Wort ein. Genau, aber ja, auch die Sidepods sind ein bisschen kleiner und so. Dann, wie gesagt, der Heckflügel ist auch sehr interessant. Da merkt man auch, wie gesagt, wieder die simplifizierte Form. Natürlich merkt man auch so, hier kann man zum Beispiel gerade dann über den Heckflügel reden. Die Form finde ich persönlich auch sehr interessant, wie das wirklich hier so geht. Hat so eine M-Form, ja. Genau. Oder was Leute auch schon gesagt haben, das Bild von hinten, POV auf Lewis Hamilton. So ungefähr. Lele. Aber ich finde es auch, wie gesagt, interessant. Kann man irgendwie
Bild in einem neuen Tab öffnen. Kann man da irgendwie nicht ranzoomen oder so? Ist hier schon mal so ein bisschen rangezoomt. Weil ich hätte gerne, es gibt kein Bild, was irgendwie mehr Detail auf den Hinterreifen und den hinteren Teil des Autos steckt. Was mich gerade ein bisschen stört, aber naja. Deswegen gut, Kelly, Daniel, wer möchte zuerst was sagen? Ich glaube, ich hatte Kelly gesagt. Hab nicht viel zu sagen. Okay, dann Kelly. Ja, sagen wir so, an der Livery an und für sich gibt es ja relativ wenig zu sagen. Weil es ist ja im Prinzip, wie gesagt, wie du schon sagtest, genau das Gleiche, was wir vorher schon gekannt haben. Aber gut, die Red Bull kann auch anders. Ich denke mal, wenn eine besondere Livery kommen wird, und die wird garantiert zu irgendeinem Anlass kommen, welcher immer das sein mag, Österreich Grand Prix, Fragezeichen. Theoretisch, ja. Aber da wäre auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, nochmal eine gesonderte zu bringen. Weil das können sie. Und ansonsten ist das halt, ja, wie du sagst. Im Sinne, ich glaube, schwarze Autos haben wir ansonsten kaum. Mit Ausnahme vom aktuellen Mercedes. Ja, richtig. Ja, es ist ja auch kein richtiges Schwarz immer bei Red Bull gewesen, sondern ein sehr, sehr dunkles Blau. Sehr dunkles Blau. Ja. Das wäre ja noch so diesen Unterschied zum Mercedes halt. Sorry, Ben, ich habe gar nicht gesehen, dass du noch mehr geschrieben hast. Gut, hast du schnell gemacht, hast du eine neue Cam, Daniel. Ja, Daniel hat sich eine neue Cam geholt. Bin da. Nochmal alle Sponsoren hervorheben. Nee, danke. Ja, wenn du da bist, Benny, warum joinst du nicht? Aber gut. Halt die Kommentare drunter sind so geil. Ja, so die Leute sind immer Trigger, weil sich die Livery nicht... Die denken sich, oh, ist genau das Gleiche. Wie gesagt, da ist schon Kommentarautor. In 1999, Japan redesigned the flag. Ja, ich kenne das Meme, kenne ich. Aber ja, theoretisch ein ganz kleines Video werden wir auch zu dem Haas machen. Aber das wird auch ganz kurz sein, ne? So ein kleines Short-Video, warum nicht? Das werden wir natürlich dann auch, was wir jetzt hier gerade drüber labern, auf unseren Konfi-Kanal hochladen. So, Daniel, du darfst gerne noch mal etwas dazu hinzufügen. Was soll man sagen? Wie gesagt, hat sich ja kaum was verändert. Ich meine, ist ja okay. Ich meine, das System funktioniert. Ist halt mit den Gegebenheiten gearbeitet. Wie gesagt, ich erkenne immer noch nicht so die große Distinctiveness. Da fehlen mir halt immer noch so ein bisschen die Absätze quasi dazu. Ist halt in Ordnung. Mehr kann ich einfach nicht sagen. Guck mal, was wird. Ich kann da echt nicht zu dem Wagen sagen, was echt nicht so sich groß hervorhebt, einfach. Okay, da kann ich mir jetzt aber auf eingehen. Wie meinst du das? Was hebt sich nicht hervor? Ich meine, es hat keine bestimmten Punkte, wo ich jetzt im Vergleich zum Beispiel auch zum Haas so sagen kann, ja, da sind jetzt irgendwas, was sich so hervorhebt. Bis jetzt ist das halt relativ alles sehr das klassische Design. Zum letzten Jahr. Na, zum letzten Jahr hin hat sie natürlich die Grundform gemacht, so dieses etwas beulige quasi. Dieser ganze Wagen ist so ein bisschen gebeult, könnte man sagen. Bisschen kurvig. Wenn ich halt das jetzt zum Beispiel mit dem Haas vergleiche, würde ich theoretisch schon ein paar Änderungen sehen, und zwar an dem Frontflügel. Hier sieht man zum Beispiel bei dem Haas, der hat hier vor so abgeschnitten und dann geht er wieder hoch. Und hier hat es so eine runde Form. Das ist also der Teufel liegt im Detail, sagen wir mal so. Deswegen, aber halt offensichtlich, weil ich glaube, du meinst das Design, Daniel, oder? Weil das Auto natürlich im Gegensatz zum letzten Jahr komplett anders ist. Das ist logisch, klar. Genau, aber wir schauen uns ja nicht Car-Reveals an, um eine Livery zu sehen, sondern wir schauen uns das Car-Reveal an, um das Auto uns anzuschauen. Deswegen ist es viel interessanter, die technischen Details zu sehen. Jetzt habe ich das geschlossen. Ich kann mal wieder öffnen. Weil das finde ich dann zum Beispiel interessant, wenn man das nämlich vergleicht. Wenn ich jetzt hier mal schaue auch. Ja, da sieht man zum Beispiel, die Red Bulls haben hier so eine, seht ihr, diese eckige Form bei den Brake Ducts. Die zum Beispiel beim Haas komplett fehlt. Da ist alles eher relativ... Genau, der ist wirklich clean in dem Sinn. Da ist wirklich nichts dran. Im Gegensatz zum Red Bull, die haben ja auch noch direkt an den Reifen, wenn ich das richtig gesehen habe, oben drüber ein paar aerodynamische Teile. Ich weiß nicht, ob die beim Haas auch sind. Ja, beim Haas minimal, auch. Ja. Beziehungsweise da erkennt man sie nicht so ganz. Zum Beispiel, wenn man noch die Form der Sidepods sieht, hier, das ist relativ klein und die sind sehr viel breiter. Seht ihr? Guck mal, das ist sehr viel breiter als hier die Form. Die ist sehr kurz, die Öffnung und so. Deswegen, das sind immer so die kleinen Details, die man dann beobachten kann. Oder zum Beispiel auch die Öffnung über dem Cockpit ist natürlich auch zum Beispiel komplett anders. Hier ist sie eher dreieckig geformt. Hier hat sie eine fünfeckige Form.
Deswegen, das sind alles so, das sind immer diese kleinen, feinen Unterschiede, die es dann ausmachen, weil es ist offensichtlich. Natürlich werden sie im Grunddesign alle gleich aussehen, aber dann kommen die ganzen Details und so. Weil das sind ja die Vorgaben sorgen ja dafür, dass alle Autos zumindest die gleiche Grundform haben. Das wird immer so sein. Aber dadurch durch die kleinen Details dann, auch wenn wir jetzt den Heckflügel schauen, ich glaube, der von Haas ist nicht so sehr gewölbt wie der von Red Bull, hier nach unten gewölbt. Genau, das sind diese ganzen kleinen Änderungen, die sehr interessant sind. Flügel an den Endplates, wenn ich das richtig gesehen habe, die siehst du aus dem Winkel natürlich nicht ganz so gut. Dass die beim Red Bull deutlich aggressiver sind, können jetzt natürlich aerodynamisch, aber wie genau sich das dann auswirkt. Deswegen, genau, stimmt. Man sieht hier, die sind einfach relativ flach. Beim Haas sind die sogar ein bisschen gebogen, sieht man hier zum Beispiel bei die Seitenteile beim Frontflügel. Und genau, ich glaube, das ist natürlich aus einem anderen Winkel, aber man sieht ja auch zum Beispiel, hier sind mehr Lücken zwischen den Flaps in dem Frontflügel, während das ja alles ein bisschen enger zusammenhängt. Man hat hier theoretisch sogar noch eine Trennung zwischen dem untersten Flap und dem quasi Gerüst des Frontflügels, und hier ist das quasi ineinander, ist das ein Teil hier. Das ist alles sehr interessant, auf jeden Fall, muss man sagen. Guti. Ja, wie gesagt, also ich denke mir so, ne, war ein netter kleiner Review. Ich freue mich, wie gesagt, sehr über die 1. Ich finde, das erste Mal seit 2014, dass wir die 1 wieder haben. Und das letzte Mal war es auch ein Red Bull-Fahrer, nämlich Sebastian Vettel. Deswegen, ne, was Horner zu Vettel damals gesagt hat, hat er auch zu Max gesagt, you are the world champion, you are the man. Deswegen, ja, bin ich sehr excited. Wir werden dann natürlich erst später sehen können, zum Beispiel erstmal dann in den Tests und so, wie gut die jeweiligen Teams dann performen werden. Aber dann auch schon mal einen Blick auf die Autos zu werfen, finde ich eigentlich immer ganz interessant. So, habt ihr noch irgendetwas zu sagen? Nö, im Prinzip nicht. Weil ist ja alles gesagt. Und den Rest, ja, wäre jetzt natürlich der Vergleich zum Haas minimal. So ein bisschen, aber wenn die anderen Liveries kommen, beziehungsweise die anderen ihre Cars revealen, dann wird man vielleicht noch ein bisschen mehr Vergleiche anstellen können. Sicherlich. Gut. Dann, ja, genau. Je mehr gereviewt wird, desto mehr können wir dann vergleichen, können wir urteilen. Aber gut, dann danke Daniel, danke Katie fürs mit dabei sein. War eine Ursache, immer wieder gerne. Jo, dann schaue ich noch eine Sache kurz nach, hatte Bernie nämlich geteilt. Der nächste Reveal ist direkt schon morgen mit Aston Martin. Darauf bin ich auch schon sehr gespannt. Wie der Aston Martin aussehen wird. Wahrscheinlich natürlich, es ist letztes Jahr war die erste Livery, da werden sie wahrscheinlich nicht sehr radikal davon abweichen. Aber wie Katie bereits erwähnt hat, weniger pinke Akzente. Wahrscheinlich dann nochmal andere Akzente. Von einem anderen Hauptsponsor oder sonst was. Gut. Dann für alle, die dabei waren oder für alle, die auch danke natürlich an Bernie fürs ein bisschen kommentieren, für alle, die es dann im Bot schauen oder auf YouTube. Wir sehen uns bis zum nächsten Car Review. Bis dann und ciao. Ciao.